So, jetzt sitzen wir hier im schönen Stuttgart. Hallo. Kommen wir zusammen. Genau, Luca, du bist bei mir. Es geht um deinen neuen Song Helden. Genau. Schön, dass es geklappt hat, schön, dass du da bist. Freut mich. Wir kennen uns ja schon ganz gut, aber es gibt ja vielleicht Leute, die dich noch nicht so gut kennen. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Kurz und knackig. Ganz kurz. Mein Name ist Luca Noel, also ja, mein Künstlername. Ich bin 19 Jahre alt, komme aus Stuttgart, mache deutsche Popmusik, handgemacht, wie man auch bei Helden hört, falls ihr es noch nicht gehört habt, an alle Leute da draußen. Und genau, that's me. Okay, kurz und knackig. Jetzt, du hast schon angesprochen, Helden. Dein neuester Song kam ja heute vor 2 Wochen raus, oder? Genau. Freitag, ja, 2 Wochen. Genau, wann ist denn der Song entstanden und mit wem hast du den geschrieben? Also der Song ist in einer Session in Berlin entstanden. War eine ganz witzige Story. Ich hatte davor einen Gig und war irgendwann so um 2 oder so in Stuttgart. Und dann musste ich um 4:30 wieder aufwachen und nach Berlin fliegen. Und da war ich ultra übermüdet, aber ging dann mit Kaffee und Red Bull. Und dann habe ich mich mit der Kati zusammen getroffen und wir sind zusammen zur Session live gefahren, das Ganze produziert. Und genau davor im Café habe ich mich mit der Kati extrem lang unterhalten und so sind wir dann noch aufs Thema von Helden gekommen. Und dann waren wir in einer gemütlichen Session beim Live im Studio und dann ist der Song entstanden. Wenn du sagst, so eine Session für Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel Musik machen, wie muss man sich sowas vorstellen dann? Also es ist eigentlich ganz einfach und zwar mehrere Leute, meistens so 3, 4, kommen ins Studio zusammen und machen so zusammen Musik. Das ist eigentlich immer ganz cool für verschiedene Input. So, wenn man alleine schreibt, hat man nur seinen eigenen Input. Aber wenn man mit mehreren Leuten zusammenschreibt, dann kann man sich so ein bisschen die Bälle hin und her werfen. Und so entstehen meistens dann vielleicht noch ein bisschen coolere Sachen als ganz alleine. Okay. Und genau, so ist der. Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Song geworden, jetzt mit Helden. Vielen Dank. Was ist denn dir, oder beziehungsweise erstmal, um was geht es denn eigentlich in Helden? Also in Helden geht es um meine Familie, um meine Eltern vor allem. Und es geht so um die guten Seiten von meinem jetzt noch nicht allzu alten Leben, aber um die guten Seiten von Geburt aus. Ich hatte eine schöne Kindheit, also will ich nicht abstreiten. Und dann in Strophe 2 geht es ja so ein bisschen um die negativen Seiten, dass sie sich halt getrennt haben und dass da der Krieg ausgebrochen ist. Und der Krieg ist ein bisschen hart formuliert, aber dass da vielleicht dann auch nicht mehr allzu schön war eine Zeit lang. Aber die wirklich Aussage am Ende, die große Aussage, dass ich meinen Eltern trotzdem unendlich dankbar bin und für die schöne Kindheit, die ich trotzdem hatte, dafür, dass ich sie beide habe und dass sie mich auch so unterstützen. Mhm. Genau. Also sie sind quasi deine Helden. Genau. Ja. Helden aus den Büchern. Ja. Kommt niemals an euch ran. Nee, es ist wirklich ein super schöner Song. Was war dir bei dem Song auch musikalisch wichtig? Also das eine ist jetzt ja, hast du gerade erzählt, so rein jetzt von textlich, von der Message, die du da transportieren wolltest, aber der Song hat ja auch eine bestimmte Produktion und so und auch die Songs, die schon kamen, wie bist du da rangegangen und was war dir da besonders wichtig? Also unser großes Ziel war immer, die Musik, also den handgemachten Stil zu haben, diesen Bandsound. Ist gerade in meiner, würde ich jetzt mal sagen, markanteren Stimme, dass man da halt einfach diesen Charakter gut rüberbringen kann. Und es war auch am Anfang in der Session klar, dass wir halt einfach breathing-technisch Richtung diesen Bandsound gehen, dass da dieser rote Faden halt durchgeht. Und das war mir sehr wichtig, ist auch gerade passt eben auch zur Aussage von Helden. Und genau, also es war soundmäßig halt wichtig, was wir, würde ich sagen, auch sehr gut umgesetzt haben, jetzt gerade live auch produktionstechnisch. Und ich denke, das ist ein schönes, rundes Ding geworden. Ja, und es kommt ja jetzt vielleicht noch eine andere Version, ja, vielleicht kann man da noch... Genau. Ja, seid gespannt. Ja. Spoiler. Ja, richtig. Ja. Genau, also es ist ja ein unglaublicher, oder du hattest gesagt, dass es dein persönlichster und emotionalster Song ist. Ja. Warum? Also einfach nur aus dem Grund, dass es halt wirklich über meine Eltern ist, über meine persönliche Story, die ich so in diesem Sinne noch nicht rüber zu den Leuten rausgebracht habe. Und da haben wir halt wirklich die Story auf Papier geschrieben. Ich habe davor, wie schon gesagt, mit Kati extrem lang, also die Rebell, die es mitgeschrieben hat, extrem lang im Café drüber geredet. So sind wir dann auch auf das Thema vom Song gekommen. Und wir haben einfach, glaube ich, fast eine Stunde drüber geredet. Und ich habe halt einfach so
mein Herz ausgeschüttet, hast du gesagt. Und ewig lang mit ihr drüber geredet und dass sie halt auch den Input hatte und auch wusste, okay, was ging ab, jede Details. Und so kam es dann zustande, dass wir den geschrieben haben. Und wie gesagt, es ist halt einfach gerade diese negative Seite von meiner Kindheit, von meinen Eltern, durch diese Trennung, was ich auch in der zweiten Strophe anspreche, was wir angesprochen haben. Das würde ich sagen, ist das, was mir so, gerade wo ich es meinen Eltern gezeigt habe oder auch den Leuten da draußen gezeigt habe, war es mir so, habe ich da am meisten drüber nachgedacht, was die Leute dazu sagen. Und genau, aber mega das persönlich. War mir tatsächlich auch, habe ich mich gefragt, wie deine Eltern darauf reagiert haben, als du das ihnen gezeigt hast. Ja, das war ganz witzig. Also der Song, die Demo, die da entstanden ist in der Session, war jetzt nicht ganz so, wie jetzt im Endeffekt final rausgekommen ist. Genau. Dann habe ich meine Mutter tatsächlich zum Geburtstag geschenkt damals. War auch so geplant, also nicht nur, weil ich ein Geschenk vergessen habe. Nee, habe ich so geplant, dass ich es ihr zum Geburtstag schenke. Meinem Vater habe ich es dann halt auch einfach so geschenkt, weil er keinen Geburtstag hatte. Und sie war auf jeden Fall emotional berührt, auch vom Text. Und hat sich sehr darüber gefreut. Auch mein Vater bei Release hat auch direkt geschrieben, hey, freut mich mega der Song und ist richtig schön geworden. Und das war so die größte Angst, die man hatte, was sagen die Eltern dazu, um die es in dem Song geht. Aber genau, wurde gut aufgenommen, auch das Musikvideo mit Bildern auch noch von meinen Eltern zusammen. Stimmt. Die sind ja auch nicht mehr zusammen und da waren sie ja noch zusammen. Aber wie gesagt, haben sie beide cool aufgenommen und sind ja Erwachsene. Nee, klar, ich meine, ist jetzt ja auch nicht, du ziehst ja jetzt auch nicht vom Leder so, sondern gehst ja auch sehr respektvoll mit der Thematik um und bist ja auch sehr dankbar dafür. Ja. Von daher, das finde ich, ist dem Song auch gut gelungen. Wie war denn die Beziehung, wenn du jetzt gerade von deinen Eltern sprichst? Ich meine, du greifst es den Helden ein bisschen auf so, deine Eltern sind ja nicht mehr zusammen und du hast jetzt ja nochmal... kam ja nochmal ein Familienmitglied jetzt dazu. Genau, wie geht es dir damit so und wie verstehen sich auch deine Eltern jetzt noch? Also natürlich, ich habe jetzt einen kleinen Babybruder noch gekriegt. Meine Mutter mit ihrem neuen Mann, die haben ja auch geheiratet mittlerweile. Und am Anfang war es so, okay, krass, jetzt gerade mit meinem kleinen Bruder noch, wo meine Mutter mir gesagt hat, okay, sie ist nochmal schwanger, wir kriegen noch mal ein Brüderchen, war es natürlich, okay, krass, Alter, weil damit hat man halt nicht gerechnet. Ich meine, ich bin jetzt 19, mein kleiner Bruder ist 1, so, es ist schon ein weiter Abstand. Aber im Endeffekt ist es so da und man ist halt so, man kann sich nicht mehr wegdenken, genau. Ja. Und also meine Eltern, muss ich ehrlich sagen, die sind nicht mehr so cool miteinander. Aber man hat sich halt daran gewöhnt, so. Es ist jetzt Ende 2015 haben sie sich getrennt. Und es war natürlich scheiße am Anfang, weil, wie ich auch gesagt habe, plötzlich aus, 2 zu Hause in der Zeile. War halt komisch, dass man auf einmal so, wenn man zur Mutter wollte, zu meiner Mom fahren musste in die nächste Stadt. Und wenn ich bei meinem Dad bin und dann wann gehe ich zu meiner Mom, bin ich oft genug bei meiner Mom, bin ich bei meinem Dad. Ich habe am Anfang bei meinem Dad gewohnt, mittlerweile wohne ich bei meiner Mom. War halt dadurch, dass sie sich auch nicht mehr ganz gut verstehen, so ein kritisches Ding. Ist auch gerade, bringt es deiner Mutter mit, was mich eigentlich gar nicht angeht, weil sie sich selber nicht sehen wollen. So. Aber mittlerweile ist es cool für alle so. Natürlich, die sind immer noch so, aber mein Vater hat eine neue Freundin und meine Mom auch, ihr Mann, alles happy soweit und damit muss man sich jetzt abfinden. Ne? Ja, und du hast ja auch ein super Ventil quasi gefunden, wie du jetzt mit der Musik quasi so solche Dinge dann auch verarbeiten kannst, dass es auch gut ist. Auf alle Fälle. Und ja, ich finde, ist ja da insofern, ich erinnere mich da auch an ein paar Musiker, die dann quasi auch mit Singer-Songwriter zum Beispiel aus Australien, der damals einen Song veröffentlicht hatte, Matt Corby, da geht es auch um eine gescheiterte Beziehung. Unglaublich erfolgreicher Song, dann wo er dann im Nachhinein auch meinte, meine Güte, jetzt hat so ein trauriges Ereignis quasi mir so einen kommerziellen Erfolg ermöglicht. Ja. Aber es ist natürlich auch immer für Musiker eine Chance, wie du sagst, aus einem traurigen Ereignis oder so vielleicht auch aus tiefen Einschnitten was zu machen. Und ich finde, das hast du mit Helden auf jeden Fall super gut gemacht. Ja, es ist halt auch einfach... Es ist, finde ich, auch einfach so ein bisschen eine Befreiung, einfach den Leuten auch wirklich so, okay, jetzt ist es raus, so, jetzt hab ich den Leuten die Story erzählt. Und ich finde es auch immer, wenn es wirklich eine persönliche Erfahrung aus dem eigenen Leben ist, kommt es halt auch einfach direkt emotionaler im Song, finde ich, so, als wenn man einfach eine Story erzählt. Absolut. Deswegen, ja. Deswegen ja auch zum Beispiel, ist ja auch nicht mehr selbstverständlich, dass die ganzen Songs alle selber geschrieben sind, Ist ja bei dir der Fall so.
wo du mich findest zum Beispiel auch. Genau, da ging es ja um... Da ging es um eine unerwiderte Liebe. So sieht's aus, ja, richtig. Du weißt, wo du mich findest. Du weißt, wo du mich findest. Ihr wisst, wo ihr Luca findet. Genau. Und nochmal ganz kurz der Helden. Jetzt ist ja gerade allgemein eine ziemlich neue Situation für alle. Ja. Wir sitzen hier irgendwie mit Abstand. Die Mikros müssen danach desinfiziert werden und alles. Es ist ja schon ein bisschen strange. Das Timing auch jetzt mit Helden hattest du ja wahrscheinlich, als du den Song geschrieben hast, nicht so geplant, aber du hattest ja schon angedeutet hier und da, dass es jetzt trotzdem ein guter Zeitpunkt ist, auch den Song rauszubringen. Ja, auf alle Fälle. Ich hatte neulich auch so ein Radiointerview mit einem mega sympathischen Kerl. Der hat mir auch die Frage gestellt. Und es war... Mein Bein hat geknackst. Es war tatsächlich nicht so geplant, wie du gesagt hast, weil letztes Jahr im Juli hat man nicht damit gerechnet, dass man 2020 auf einmal mit Gesichtsmaske rumlaufen muss und alles zu hat. So. Natürlich ist gerade alles gelockert, aber das ist ein separates Ding, die Politik und alles. Aber nee, auf alle Fälle. Also es ist jetzt halt eine Zeit, wo viele Leute auch zu Hause sitzen, gerade mit ihren Familien, auch viele jüngere Leute immer mit ihren Eltern zusammen, die Homeoffice haben oder whatever. Und ich denke, gerade zu so einer Zeit schätzt man einfach diesen Song mehr, weil ich denke, viele Leute können sich auch mit identifizieren mit die Helden aus den Büchern. So, die Eltern sind die Helden, das ist halt einfach so von klein auf. Und ich denke, dass gerade jetzt in der Zeit sich einfach umso mehr Leute noch damit identifizieren können, die einfach die ganze Zeit bei ihren Eltern rumhocken. Und vielleicht, manchmal nervt man sich an so, aber im Endeffekt denkt man sich trotzdem, ey, zum Glück habe ich sie und vielleicht schätzt man es einfach auch gerade noch mehr. Und gerade dieses Helden springt ja auch gerade momentan auf ganz andere noch Berufe, die Ärzte, die Einzelhandelsleute, die halt an der Kasse sitzen und Regale einräumen, obwohl der Ansturm riesig groß ist, Getränkemarkt. Ich arbeite tatsächlich im Getränkemarkt. Aber ja, das sind auch Helden so und darauf kann man, glaube ich, auch die Zeilen gerade im Refrain beziehen. Und deswegen haben wir auch den Zeitpunkt jetzt gewählt. Und ich denke, das war auch eigentlich ein richtiger Zeitpunkt. Und ist auch gerade zum Muttertag, letzten Sonntag war Muttertag. Nochmal ein schönes Geschenk. Nochmal ein schönes Geschenk, genau. Ich habe auch einige Instagram-Stories gesehen, die den Song gepostet haben und ihre Mütter dabei hatten oder gerade ihr Geschenk und genau. Musikalisch, wie geht es bei dir denn jetzt weiter eigentlich nach Helden? Also wir releasen jetzt diesen Monat noch die nächste Single. Und uns war halt wichtig, dieser rote Faden, dass man einfach einen roten Faden sieht zwischen den Songs und dass man vor allem auch die Weiterentwicklung sieht in den Songs. Weil wenn man jetzt auch mal Spotify ganz runter scrollt, sind da wirklich die ersten Songs, was auch schöne Songs sind, keine Frage, vor allem jetzt und hier die Ballade oder dass man einfach die Entwicklung sieht. Und das finde ich auch eigentlich ganz schön, dass die alten Songs noch online sind. So. Und genau, also es ganz viele die nächsten Monate Singles releasen. Und dann mal schauen, wo man steht, wie es weitergeht. Muss live natürlich auch weitergehen. Genau, vor allem live. Das ist natürlich auch ein Thema, das man gerade einfach nicht live spielen kann. Wir haben jetzt neulich dieses Live-Konzert im Livestream gespielt. Sehr geil gewesen, ja. Hat super aufgezogen. Mega Spaß gemacht, auch die Beteiligten, die da waren von DMB Audio. Da war auch jetzt zum Beispiel der Ausbildungsleiter vom Luca, der das organisiert hat. Nochmal Grüße an ihn, falls er das sieht. Was, wie gesagt, mega organisiert und der Ausbildungsleiter hat auch gesagt, das war echt geil, einfach mal wieder so ein bisschen wenigstens Live-Feeling, weil es ist halt einfach, es geht überhaupt gar nichts und man hat ja noch keine Aussicht, wann es weitergeht, ne? Und deswegen hoffen wir einfach mal, dass wir so bald wie möglich wieder Konzerte spielen können. Und kommt da noch mehr in Sachen virtuelles Konzert, nochmal sowas? Auf alle Fälle, also jetzt, je nachdem wie lange sich das natürlich noch zieht, umso mehr, aber wir haben jetzt noch 2 weitere Sachen jetzt schon geplant, was in Aussicht stehen. Eher so akustisch, also nicht so ganz groß aufgezogen mit Band, weil es natürlich ein Riesenaufwand ist. Und wenn man das jeden Monat macht, dann ciao Leben. Nee, aber das ist auf jeden Fall noch geplant, genau. Dass man einfach die Zeit noch ein bisschen füllt. Gibt es jetzt auch mit Autokinos und Live-Konzerten. Habe ich auch gesehen, tatsächlich. Genau. Ja, mega. Das wäre natürlich auch geil, aber da fehlt einem halt einfach so ein bisschen die Größe, um 400 Autos zu so einem Platz zu bringen. Das ist natürlich wobei ich war ja dabei, da waren ja teilweise wirklich einige Zuschauer am Start. Ja. Von daher, wir drücken weiterhin die Daumen, sind super gespannt auf die Releases.
Ja. Ich auch, sehr. Gibt dir dann auch vielleicht so ein schönes Klangbild auch, ja. Genau. Ich bin auf jeden Fall ja großer Fan, wie du weißt. Freue mich. Ich sehr. habe auch das Gefühl, dass du da jetzt in Zukunft so einen eigenen Klang, einen eigenen Sound irgendwie auch entwickelt hast. So. Ja, man kann da auf jeden Fall auch gespannt sein, was die nächsten Monate noch kommt, weil es kommt noch der ein oder andere Song, der noch mal ein bisschen eine Veränderung dabei hat. Also der rote Faden ist da, aber es geht noch mal ein bisschen in eine andere Richtung. Also alle da draußen können auf jeden Fall gespannt sein. Ja, und dann drücken wir natürlich auch die Daumen, dass du bald wieder die Möglichkeit bekommst, live zu spielen. Und für die ganzen Releases natürlich viel Erfolg. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Interview. Vielen Dank, hat mich gefreut. Danke dir.